Und ansonsten einfach eine Bloody behalten, nur eine Hernes Axe und dann lieber sparen auf eine Behemoth. Das Beste, was dir passieren könnte in dem Fall, ist, dass sie die Curse, diese roten Behemoth-Waffen, dass sie die auf Itemate changen. Die sind nämlich aktuell normale Waffen wie Bloody. Die gehen nur bis plus 10. Weiß man aber nicht. Also es wird auch schon seit dem PTS tatsächlich gefordert. Beziehungsweise direkt nach dem Update war das direkt so, Moment mal, die kann man ja gar nicht Ultimate machen. Die Waffen sind ja übelst Trash dann. Ja. Also die wurden zwar auch eingeführt so ein bisschen... Ich meine, es ist halt schwierig. Also tatsächlich wurden die eingeführt so ein bisschen wirklich als so eine Art Bloody oder ja fast schon Historic Guardian, also diese Low-Level-Unique-Waffen. Das war schon der Sinn von denen. Also es war schon so, führt doch eine Waffe ein, die leichter zu bekommen ist. So als Low-Budget-Version. Aber das Problem ist halt, vor allem mit Ultimate und jetzt natürlich noch mit Ultimate plus 10 ist ja die Gap zwischen einer Cursed plus 10 und einer Hernes plus 5 oder einer Hernes plus 10. Oder geschweige denn natürlich der Behemoth Axe. Ich meine, natürlich, sie soll natürlich nicht genauso gut sein, das ist ja klar. Aber sie ist ja nicht nur nicht genauso gut, die ist fucking Dogshit. Plus, du kannst keinen Lifesteal drauf haben, weil du keine Ultimate Rolls hast und so. Also... Ich meine, es ist einfach Dogshit. Das ist komplett nutzlos, diese Waffen. Deswegen verstehe ich auch nicht, warum die tatsächlich für relativ hohe Preise gekauft werden. Erschließt sich mir auch überhaupt nicht, wer dafür Geld ausgibt. Vor allem, da es schon so viele Herneswaffen gibt, die auch alle schon Ultimate sind und so. Ja, keine Ahnung. Also an für sich war das schon so, dass das schon die Leute sich gewünscht haben, so eine zusätzliche Waffe, die low-budget-mäßig ist. Aber wenn du sie nicht Ultimate machen kannst, sehe ich persönlich halt nicht den Sinn dahinter. Weil wenn ich mir jetzt einfach eine gebrauchte Herneswaffe kaufe, wo ich erstens mal kein Geld mehr reinstecken muss, weil sie schon komplett geupgradet ist. Zweitens hat die dann vielleicht PvE-Damage gerollt. Und Lifesteal und so. Alles essentielle Werte, die man haben will, egal mit welcher Klasse für gewöhnlich. Dann, was will ich dann mit dieser Cursed-Waffe, selbst wenn sie minimal mehr Schaden machen würde, wenn meine Ultimate-Hernes-Waffe nur plus 1 ist oder plus 3 oder so und keine Ahnung, dann verzichte ich doch trotzdem nicht gerne auf den Lifesteal und scheiß lieber auf die 5% mehr Schaden und in den meisten Fällen wird sie nicht mehr Schaden machen, wenn du sie mit einer Ultimate-Hernes vergleichst. Also, schwierig. Schwieriges Thema. Aber wenn sie nicht Ultimate machen, dann... Weiß nicht. Werden die Waffen... Also, und das nächste Problem ist ja auch noch, sie sind ja für 180. Und wer zum Teufel erreicht Level 170, ohne bereits eine bessere Waffe oder eine Waffe, die mindestens genauso gut ist, bereits zu besitzen? Also, wenn du jetzt wirklich so eine Art Historic, Guardian etc., so eine Zwischenkategorie von Waffen hättest einführen wollen, dann hätte man die eigentlich zwischen Bloody und Hernes einführen müssen. Und nicht zwischen Hernes, beziehungsweise Lusakas Crystal gibt es natürlich noch, aber Lusakas Crystal ist so schweineteuer, da braucht man gar nicht drüber reden. Die kauft sich sowieso keiner, das lohnt sich auch nicht. Viel zu teuer, viel zu selten. Aber ja, wenn, dann hättest du sie wahrscheinlich zwischen Hernes und Bloody einführen müssen. Da hätte sie irgendwo Sinn ergeben. Bei Hernes-Waffen, vor allem Hernes Axe, Stick, selbst Bow, Stuff, sind immer noch extrem teuer, clean. Also im über 1 Milliarde-Bereich, was natürlich für einen Anfänger, für eine cleane Waffe nicht wirklich stemmbar ist. Und da hätte man das vielleicht einführen können, ja, so mit 145, na gut, 140 wahrscheinlich eher, wenn dann, 120, 140, 150 so ungefähr. Dass du dann da so eine Waffe hast, die du plus 10 machen kannst, die relativ günstig ist, mit der man vielleicht Hernes skippen kann. Und dann direkt auf Behemoth spart oder irgendwie so. Aber mit Level 180 quasi eine G-Axe einzuführen oder eine Bloody Axe sozusagen, wo in dem Levelbereich eh keiner rumläuft, der so schlechtes Equipment hat, dass er diese Waffe bräuchte, ist natürlich schwierig. Auch wenn es, wie gesagt, grundsätzlich schon eine Spieler-Suggestion war, diese Waffen einzuführen.
oder von den Spielern gefordert wurde, dass man solche Waffen wieder einführt. War ja auch nicht falsch, aber jetzt stellt sich natürlich trotzdem die Frage, was man jetzt damit anfangen soll. Vor allem Auela, die jetzt schon extrem gute Waffen haben mit Waterbomb. Und bei den 1v1s ist es eigentlich ähnlich. Vor allem, wenn man keinen Blade spielt. Ich meine, Hernes-Jojo oder alle Waffen außer Blade. Es ist relativ easy, eine sehr gute Hernes-Waffe zu kriegen für wenige Milliarden. Da brauchst du die halt einfach nicht. Diese Cursed. Lange Rede, kurzer Sinn. Eine Hernes-Axt, Zwerg-Alpaka, mehr nicht. Kauf eine Hernes-Axt und dann spar lieber. Ich weiß nicht, auf was du sparen solltest, aber lieber erstmal sparen und gucken, wie sich die Sachen entwickeln. Gibt bestimmt noch andere Sachen, die du in deinem Equipment verbessern kannst. Vor allem bringt bei Blade immer die Main Hand bringt am meisten. Also lieber man kauft sich eine richtig gute Main Hand Axe und die Second Hand lässt man erstmal. Wie gesagt, vor allem wenn man noch andere Sachen upgraden kann. Zum Beispiel ein besseres Crit Damage Pad. Die sind verhältnismäßig günstig. Vielleicht sogar besseren Schmuck. Ulti-Schmuck plus 4 ist jetzt auch nicht mehr so ultra teuer eigentlich. Weil gut, er bringt auch verhältnismäßig wenig. Ja. Aber da will ich erstmal gucken, dass alles andere passt. Und das dann wieder gucken mit der zweiten Waffe.